Ich bin auf dich gekommen durch Valentin Abs damals. Kennst du den noch? Ja, Vom der war Beyond mal, Design. der ist super, der Valentin, Ja. ja. Der war mal Kunde bei uns mit einer sehr generisch positionierten Fashion-Brand Ja, und hat aber sein Supertalent im Design und CAO entdeckt. das stimmt. Ja, Da der sind ist, sie ja mittlerweile richtig gut am Start. ja, der unterstützt auch inzwischen viele unserer Brands. Ach Also ja, okay, das ich ist krass. Das wusste ich gar nicht. mal so ein kleines Ass im Ärmel, Valentin. Ja. Er kann schön Probleme lösen. Ja, bei mir ist gut. genauso. Also wenn es um irgendwas mit Shopify etc. geht, dann ab zu Valentin. Shoutout an Valentin an der Stelle. Mega cool. Okay, erste Frage, die ich eigentlich mal an dich hatte. Wie alt bist denn du überhaupt? Ich bin 28 Jahre alt 28. jetzt gerade, genau. Okay. Mir fallen zwar schon die Haare aus, Ja. aber ja, 28 schon. Dennoch, Hast dich gut gehalten, ne? ja, geht. Könnte man schon noch ein bisschen was machen, aber da bin ich dran. Ich bin jetzt Nein, wieder nein. regelmäßig im Fitnessstudio. Das ist schon mal sehr stark, okay. Wie machst du das mit der Arbeit? Wie läuft das? Also gehst du in der Früh immer ins Fitnessstudio oder abends? Wie Ja. läuft das? Ja, genau. Ich bin immer morgens. Bei uns ist so Kernoffice-Zeit zwischen 9 und 16:30 Uhr. Da Mhm. sind wir mal alle da. Und davor versuche ich dann immer ins Gym zu gehen, meistens so Ja, zwischen 8 perfekt. bis 9, genau. Okay, ja krass. Dann direkt in der Früh weg haben, da hast du schon mal gut was gemacht für den Tag. Ja, genau. Fühlt sich gut an. Bisschen Dampf abgelassen. Ja, und absolut. Dann ist man ein bisschen entspannter. Da musst du die Mitarbeiter nicht mehr so hetzen und so ein Scheiß. Also, Ja, das muss ich eh nicht. Bei uns gibt es zum Glück Systeme, die hetzen von alleine. ja. Perfekt, ja, das wollte ich Quatsch. hören. Sehr gut. Ja. Optimal, okay. Dein erstes Unternehmen, das du ja auch gegründet hast, wenn wir jetzt gerade schon bei der Fashion Brand Mhm. waren von Valentin, war ja auch eine Fashion Brand, oder? Richtig, ja. Genau, wie bist du dazu gekommen und wie lief das? Ja, das war tatsächlich ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte einen YouTube-Kanal mit ein paar Ja. Millionen Aufrufen, da habe ich Oh, okay. Fingerboard-Videos gemacht. Let's go, das ist sick. Jupp. Das weiß tatsächlich, also das wissen sehr wenige Leute. Ich habe auch ganz lange gedacht, ich gebe diese Information nicht raus, weil ich immer nicht wusste, wie das aufgenommen Mhm. wird. Da sitzt jetzt irgendwie ein Mensch, der hat, Ja. also dem vertraue ich Millionen von Euro Werbebudget an und der macht Fingerskateboard-Videos. Aber irgendwann bei unserem Event vor 2 Jahren habe ich es dann gesagt und da war ich halt 16, 17 Jahre alt und habe Okay. dann gedacht, wie monetarisiere ich die Reichweite? Und Ja. dann habe ich meinen ersten Online-Shop auf Jimdo gebaut. Okay. Ja, das war richtig lustig. Dann habe ich mit dem Account irgendwie meine ersten 30, 40 Sales gemacht Mhm. und dann gemerkt, oh, Reichweite und Bekanntheit bringt irgendwie gar nicht so viel Sales. Und dann habe ich Performance Marketing für mich entdeckt. Ja. Okay. Leute, ich verlose zusammen mit meinem Sponsor Hi ein iPhone 14 und eine Apple Watch Series 8 in deiner Wunschfarbe an 2 Gewinner von euch da draußen. Alles, was du dazu tun musst, ist mit dem eingeblendeten Code hier ein Produkt auf der Webseite kaufen und damit bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. Podcast zu machen ist seit langem das absolut Geilste in meinem Leben. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und mich damit unterstützt, damit ich auch in Zukunft noch richtig geilen Content für euch machen kann. Die Chancen, dass du gewinnst, sind verdammt hoch, deswegen abonniere außerdem noch den Kanal, um die Updates zum Gewinnspiel nicht zu verpassen und natürlich die nächsten Folgen des Podcasts nicht. Ich habe die nächsten 15 Stück schon vorproduziert und droppe jetzt jede Woche einen davon. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go! Nur dadurch bist du auf Performance Marketing gekommen, oder? Ja, zu Zeiten da gab es noch 60 Cent CPMs. Das war noch Ey. der wilde Westen des Online-Marketings. Ja. Allein die Vorstellung noch daran. Das ist ja so geil heutzutage. Ja, ist schon Geil. spannend. Da konnte man Geld auf Dinge draufwerfen und das hat einfach funktioniert, ja. Ja, ach Mann. Ich wünschte, das wäre heutzutage noch so, ne? Ja, wenn du die Margenstrukturen hast, dann Ja, geht das schon auch immer Das noch. stimmt. Da habe ich das letzte Mal mit Daniel zum Beispiel drüber geredet. Marge, das Allerwichtigste. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenproblem, was ich bei Startups sehe. Also du hast ja nochmal mit wesentlich mehr Brands zusammengearbeitet als ich, aber das fällt dir ja sofort auf, wenn du mit 5 Leuten zusammenarbeitest, dass sie einfach meistens irgendwie gar nicht ihre Zahlen richtig kennen. Und das ist halt ein Riesenproblem, wenn du ein Business machen möchtest. So. Aber ja, okay. Mittlerweile machst du ja immer noch Performance Marketing. Unter der Brand Ecosa wird es ausgesprochen, oder? Genau. Genau. Und wie bist du dazu gekommen? Wie hast du die gegründet? War das auch alleine oder? Genau, also das hat jetzt vor 3 Jahren angefangen, Mhm. dass so die grundlegenden Systematiken hinter Ecosa entstanden sind. Das kam dann nach 5 Jahren auch nochmal Selbstständigkeit mit einem kleinen Team aus Freelancern, hatte ich Mhm. klassische Agenturdienstleistungen angeboten und ich habe halt dann damals in den 30 Accounts schon gesehen, CPMs gehen hoch, CPCs gehen hoch, die Kanäle funktionieren als Insellösung nicht mehr so gut wie damals.
Und dann war die logische Schlussfolgerung für mich, okay, es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass E-Commerce sehr interdisziplinär wird. Also Kanäle praktisch isoliert zu betrachten, wird nicht mehr dazu führen, dass du Cashflow einfährst und auch nicht das isolierte Betrachten vom ROAS insofern. Und dann habe ich gesagt, das Allerrelevanteste wird sein, dass die Kernprozesse in Unternehmen implementiert werden, ne? Und habe angefangen, Inhouse-Teams, die Prozesse, die ich damals als Agenturdienstleister angeboten habe, in-house zu implementieren. So. Und das war die grundlegende Idee hinter Ecosa. Es war so ein Hybrid aus nicht done for you, sondern eher done with you, sage ich immer. Also wir machen das mit den Brands zusammen, dass keine Abhängigkeiten entstehen, dass die durch die verschiedenen Evolutionsstufen einer D2C-Brand immer die Zügel in den Händen halten. Ne? Auch in Zeiten, wo es dann mal nicht mehr nur noch um Marketing und Sales geht, sondern auch um Recruiting und HR, Rollenverteilung und die Systematisierung all dieser Themen. Ansonsten sieht Umsatz irgendwo immer aus wie so ein EKG, ja. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr, sehr gute Metapher. Genau. Und das ist ein riesengroßes Thema jetzt der aktuellen Zeit und da müssen meiner Meinung nach auch noch sehr viele nachholen. Und das ging los dann 2020 und dann habe ich sehr viele Trainings gebaut. Wir haben viele Calls geführt, wir haben Strukturen geschaffen, Dokumentation, Community aufgebaut und jetzt existiert da irgendwie so mit einer der größten Unternehmensberatungen in Deutschland zu dem Bereich, ja. Ja, Respekt dafür erstmal. Also das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe. Ja, ist auch sehr herausfordernd gewesen. Also als Solo-Founder vor allem auch bin ich auch durch ganz viele Höhen und Tiefen durch. Das glaube ich sofort. Da erst jetzt letztes Jahr wieder für mich herausgefunden, dass ich zum Beispiel noch gar nicht so der gute Geschäftsführer bin. Ja, ich bin zwar auf dem Papier ein Geschäftsführer, aber Geschäftsführer zu sein bedeutet auch, dass man Leadership und Management drauf hat. Und da bin ich auch in einem unfassbaren Lernprozess jetzt mit meinem Team, wofür ich sehr dankbar bin drinnen. Das sind schon Themen, wo man sich manchmal so insgeheim so einen Geschäftspartner wünscht. Aber es geht. Dauert alles ein bisschen länger, ja, das aber trotzdem glaube ich ganz gut jetzt so in den 3 Jahren. Okay. Schon. Wer war dann zum Beispiel dein erster Angestellter? Also da habe ich zum Beispiel jetzt erst einen LinkedIn-Post drüber gesehen, aber erklär nochmal, wer war dein erster Angestellter? Genau, das war Moritz, mein bester Freund bis heute, mein Emotional Support Animal. Nein, Moritz ist sehr konträr zu mir, hat er so eine... Ich bin ein sehr rationaler Mensch und ich kann Marketing, Kreativität und Zahlen sehr gut. Ich bin da so ein bisschen T-shaped. Das ist ein wunderbares Privileg. Das heißt, ich kann ein Produkt bauen, ich kann Botschaften nach außen tragen und irgendwo Verkäufe erzielen. Aber Moritz ist halt die Person, so wie so ein CSO nenne ich ihn immer, so ein Chief of Staff, COS, so rum, der sich bei uns im Team wirklich darum kümmert, dass es allen gut geht, schaut sozusagen, geht mit mir wirklich in HR und die Gespräche mit rein und hat da wie so Fühler, in denen er wirklich ganz eindeutig erkennt, passt die Person zu uns oder nicht. Und so hält er ziemlich gut das Team zusammen und hat mich jetzt im Sales unterstützt. Also Moritz hat über 3.500 Vorgespräche mit Online-Shops geführt, jetzt die letzten Jahre, bevor die bei mir in den Call gekommen sind. Respekt. Und da bin ich sehr dankbar. Also bis heute dabei. Genauso auch Sabrina, unsere 3. Mitarbeiterin im Verwaltung Backoffice, hat BWL studiert und macht jetzt komplett die ganze Personalthematik noch mit. Finance, Liquiditätsplanung, ganze Controlling, Business Matrixen baut die auf. Also es ist schon echt sehr, sehr, sehr dankbar für das Core-Team, was nach wie vor immer noch da ist. Ja, da habe ich noch ein bisschen nachzulegen. Also da tue ich mir auch ehrlich gesagt am schwersten mit, wirklich Leute zu finden, die halt einfach dazu passen, die gleiche Vision haben und auch mitmachen bei der ganzen Sache. Voll. Das ist schon krass. Wie war das dann bei euch zum Beispiel damals, als du die Agentur gegründet hast? War das, habt ihr viel Content erstellen müssen oder sowas für Leute? Oder war das wirklich mehr so eine Partnerschaft mit dem Kunden zusammen, dass die sozusagen alles machen, ihr macht nur Beratung und so weiter? Genau, also es ist ein Hybrid gewesen zu Beginn. Jetzt inzwischen liegt schon das meiste dann bei den Brands und in ein paar fein ausgewählten Cases, also meistens so die über 8 bis 15 Millionen Jahresumsatz liegen, da bin ich noch ein bisschen näher dran und helfe auch operativ oder bei meinen Beteiligungen, wie zum Beispiel Skinbrow. Ja. Da gehe ich dann rein, um neue Ideen zu entwickeln, neue Systeme zu schaffen und generell ein bisschen ahead of time zu bleiben.
Aber gerade jetzt so bei den kleinen Startups und Scale-Ups sagen wir ganz stark, hey, hier sind die SOPs, ihr könnt viel, viel kosteneffizienter arbeiten, wenn ihr ein kleines Inhouse-Team aufbaut. Und das ist ja wie eine Agentur. Ja, ob ich jetzt das an einen Mitarbeiter oder eine Agentur abgebe. Klar hat die Agentur insofern vielleicht mehr Erfahrung über mehr Accounts, aber wenn die SOPs schon da sind, über zum Beispiel einen Partner wie uns, dann kann ich Quereinsteiger reinholen, die das richtige Mindset haben, die menschlich zu einem passen, die loyal sind, ja, die zu einer Rolle auch letztlich ein Match haben und dann wird die Person da wunderbar exekutieren können und auch viel mehr Fokus auf das eine Thema haben, genau. Okay, das finde ich sehr interessant. Weil bei mir war es nämlich zum Beispiel, ich bin eine von diesen Agenturen, gegen die du schwörst. Aber ja, also ich meine, so Kunden abziehen oder sowas ist natürlich überhaupt gar keine Frage. Das muss man ja gar nicht sagen. Aber ich finde es super interessant, weil das mal wirklich ein ganz anderer Anlauf ist, was das Ganze angeht. Was genau, also ich habe schon verstanden, was ihr macht, aber mir fehlt noch irgendwo so ein bisschen der Bezug, was dann tatsächlich das ist, wofür ihr bezahlt werdet. Ja. Also grundlegend kannst du es dir vorstellen, wir haben mehrere Komponenten unseres Unternehmens. Das Wichtigste, und das ist wirklich der große Unterschied, ist bei uns der Austausch untereinander. Also es ist nicht jetzt so, dass wir ein paar Videotrainings haben, die geben wir in Unternehmen rein und sagen, ja, guckt euch das jetzt an und macht mal, ja. Sondern eine Riesenkomponente ist bei uns erstmal Community. Wir haben alle unsere Kunden in einer großen Community drinnen und da sind wirklich 250 Senior Operator von D2C-Brands drinnen. Okay, so, das ist cool. Das ist also vom Engagement her, ich kenne jede Community so in Deutschland, aber so vom Engagement ist das so das Geilste, was du in Deutschland bekommen kannst. Krass. Und da sind dann auch noch Leute drinnen wie ein Valentin, da ist ein Jakob Gerzen drinnen, da ist ein Samu Hess drinnen, da ist ein Lukas Beimann drin, da sind unser gesamtes Inhouse-Team drinnen, also es ist so ein recht elitärer Kreis aus Leuten. Ne? Und da kannst du die Suchfunktion nutzen. Ne? Und jedes Problem, was dich so bis zur ersten Million Jahresumsatz oder beziehungsweise sogar fast Monatsumsatz inzwischen erwartet, ist da wahrscheinlich schon irgendwo gefragt worden. So, ne? Richtiger Cheatcode. Genau, es ist einfach ein Hack. So, du kaufst dir halt einfach Wissen und Fehlervermeidung ein. So, das ist immer das Relevanteste. So, und das geht dann weiter bis in unsere Calls. Die gibt es intern im Team. Also ich nehme die Brands zum einen 1:1 an die Hand bei uns, dass die auch wirklich individuell abgestimmt werden, basierend auf ihren Benchmarks. Vergleich die vertical-spezifisch mit vielen anderen Marken, sodass ich wirklich Strategien und Operations definieren kann für das Team und die entsprechenden Rollenverteilungen. Und dann gibt es bei uns auch jede Woche Group Consulting Calls. Also wir haben wirklich mit dem Maximilian Lose, das ist einer der wirklich fittesten CAO-Guys, den habe ich jetzt die letzten 2,5 Jahre mit aufgebaut. Tatsächlich montags immer ein CAO-Call. Also da geht es nur Shopify, CAO, Verkaufspsychologie und wie gucke ich, dass meine Conversion Rate und mein Revenue per User stehen und der AOV oben bleibt. Ist das dann, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ist das dann mit Kunden zusammen direkt? Also, ja, genau. Das sind Q&A-Runden. Also wir machen da jetzt keine Vorträge oder so. Ja. Die Themen machen wir mal, ja, wenn es neue Ankündigungen gibt, aber es ist wirklich, der Call geht auf, die Fragen kommen rein und es ist wirklich hands-on. Ja. Wir gehen jetzt in dieses Problem rein und wir lösen es und dann kommt die nächste Person dran. Und da sind dann auch viele Mitarbeiter drinnen. Also es gibt getrennte Bereiche zwischen Founder, Geschäftsführer, Manager und einmal Mitarbeiter. Und das ist dann noch Strategie, Performance Marketing. Wir haben einen Copywriting-Call. Wir haben einmal für unsere Manager so wie eine Art Geschäftsführer-Call, den mache ich immer, wo es dann wirklich viel um Systematisierung, Rollenverteilung und größere Strategien geht und auch mal viel neue Ideen entwickeln. Das ist immer so unser Roundtable, den mache ich am Mittwoch immer eigentlich am liebsten, weil da sind alle drin, die schon ein bisschen länger dabei sind. Da geht es dann schon mal zur Sache. Da haben wir dann halt die Accounts, da laufen dann irgendwie 200-300k im Monat durch und wenn das dann jemand anderes sieht, dann ist das halt immer so, okay, also das funktioniert hier obviously, was die machen. Krass, ist ja Motivation pur dann. Genau, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Information an sich ist nicht das, was das Wertvollste ist bei uns. Ne? Du kannst im Internet alles recherchieren und rausfinden. Ne? Es gibt viele auch, keine Ahnung, ein Kollege von mir, der Salinski zum Beispiel, Sebastian, ja, mega guter Mann. Aus Hamburg ist er, oder? Genau, aus Oldenburg ursprünglich. Haut alles im Internet raus. So fangen wir jetzt dann auch an. Ist nicht das Thema, aber die Gespräche, die Community, das wirklich gemeinsam implementieren und die Gedanken hinter den Foundern, so da bewegt sich die Nadel. Und das ist unser Produkt so. Das ist schon krass. Das finde ich mega geil. Ist dann deine Hauptaufgabe als CEO sozusagen täglich einfach diese Calls zu machen, alles zu managen und so weiter, oder?
was ist da noch dabei? Genau, also Fulfillment, Kundenbetreuung, so ich bin natürlich irgendwo jetzt gerade noch, was Customer Success angeht, sozusagen Head, ja, Ja. das ist mein Thema. Ansonsten bin ich Frontman, sitze hier in Podcasts und muss mich darum kümmern, dass irgendwie ja Output kreiert wird Ja. Und die Menschen langsam aber sicher diese Idee mitbekommen. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt, und das ist wie gesagt ein großes Thema, natürlich auch alle anderen Departments noch die Gesamtverantwortung. Bedeutet, ich habe sehr viel HR- und Recruiting-Themen. Ich bin auch noch teilweise im Sales. Es ist schon jetzt mit unseren 13 Personen so, dass ich jetzt langsam aber sicher eine Führungsebene reinkriege und das wird auch super und es klappt auch alles mega. Aber es ist schon so, dass ich grundlegend eigentlich noch der Mann für alles bei uns bin. Okay. Also wirklich klassischer CEO, ehrlich gesagt. Ja. Ist das über die Jahre weniger geworden? Es hat sich verändert, aber ich bin schon immer noch 9 to 5 am Arbeiten. Ne? Okay. Also ich versuche jetzt nicht mehr 60, 70 Stunden durchzuballern wie die ersten 1, 2 Jahre, sondern auch viel Zeit mit meinen Freunden, Familie, Sport und alles, was dazu gehört, zu verbringen, weil sonst läuft man irgendwann in den Burnout. Wenn du 3 Jahre durchknallst, 60, 70 Stunden, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und darum geht es auch nicht. Ne? Egal wie viel Geld da irgendwo auf dem Konto ist. Und aber ich genieße die Journey. Und alles, was dazu gehört. Aber auch ganz klassisches Unternehmertum. Okay, was ist dann dein Antrieb dahinter? Also du hast gerade schon mal nicht angesprochen, dass es Geld ist. Aber was ist dein Antrieb hinterm Unternehmersein und dem Ganzen? Also natürlich habe ich irgendwo eine finanzielle Motivation. Klar. Also gar keine Frage. Geld ist immer eine Motivation. Ja, also alles ist ein bisschen leichter mit Geld. Das brauchen wir uns nichts vormachen an der Stelle. Aber sagen wir es mal so, irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man dann merkt, okay, es gibt schon irgendwie eine Form von Bigger Picture. Und ich sage immer, und das habe ich schon mit 17 Jahren auf dem Blatt Papier geschrieben, ich will nicht mit 80 da sitzen und mir denken, hätte ich mal lieber. So, und ich arbeite einfach verdammt gerne. Ich kreiere gerne Dinge, ja. So, und mein super Talent insofern, und das liebe ich auch auszuleben, ist es, dass ich sehr gut in Pattern Recognition bin und sehr gut darin bin, ein Produkt zu kreieren, was ein bisschen ahead of time ist. So, und das kommt jetzt auch. Jetzt kommt dieser ganze Inhouse-Trend. Jetzt endlich, langsam. Ja, jetzt kommen langsam diese ganzen Themen, wo ich gesagt habe, schon vor 1,5 Jahren, UGC ist nicht mehr das Gelbe vom Ei. Ja? Das kommt immer dann mit einem gewissen Zeitversatz oder auch jetzt diese Tracking-Themen. Ja, das war ja auch ein Riesentopic. So, und das ist so ein bisschen meine Vision. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall 1000 D2C-Brands machen. Ja, von 0 auf die erste Million und ein Großteil davon, toi, 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 40% aller Brands, die das bei uns schaffen, die bleiben dann auch und gehen noch den nächsten Schritt mit uns. Ja. Da ist es tatsächlich so, dass ich die langfristig begleiten will. Also, dass wir wirklich hingehen und sagen, David gegen Goliath, wir geben die Power den Kleinen wieder zurück in ihre Hände. Ja, weil diese D2C-Love-Brands, die sind nun mal sehr differenziert. Die pieksen in die Märkte der Großen, ne, durch ganz klare Differenzierungsmerkmale. Anders geht es auch nicht mehr heutzutage. Und da zu sagen, du hast wie so eine Armee aus 1000 kleinen Brands, die die Märkte der ganz Großen schnappen und dann mit, keine Ahnung, 80 da sitzen und sagen, hey, da gibt es jetzt irgendwie 1000 Unternehmen, wovon die Teams, die Kunden davon, mein Team natürlich und mein Umfeld irgendwie davon profitieren, dass ich irgendwie meinen Teil dazu beigetragen habe. So, das ist eigentlich das, wofür ich arbeite im Kern. Also, und da ist Geld dann einfach nur eine logische Konsequenz dessen, wenn das passiert. So, ist immer Input, Output. So, je nachdem, absolut. Wie viel Wert du stiftest, kriegst du auch Wert zurück in Form von Menschen in deinem Umfeld, in Form von Geld, in Form von Wohlstand, in Form von auch Gesundheit, wenn du es in deinem Körper reingibst. Ja, also ist immer Input, Output. Okay, das hast du perfekt gesagt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Das war optimal. Krass, okay. Habt ihr dann auch öfters mal irgendwelche Brands, die Konkurrenten sind, oder? Ja, tatsächlich. Also wir haben intern sehr viele Brands, die ähnlich sind. Okay. Aber es ist trotzdem sehr spannend, dadurch, dass wir am Anfang schon meistens immer sehr stark in die Positionierung und Differenzierung reingehen. Wir haben zwar 3 Yoga-Brands, aber die sind alle unterschiedlich positioniert. Ja, so, und die einen haben halt eher Design und Funktionalität, die nächsten sind aufs Thema Spiritualität, die anderen sind so sehr altruistisch positioniert. Ne? Also die sprechen alle unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Botschaften an. Und ich sage immer so, ey, ganz ehrlich, bis zu den ersten 10 Millionen, 15 Millionen kommt ihr euch alle eh nicht so richtig in die Quere. Ihr sprecht andere Leute an. Ne? Das ist genauso auch, keine Ahnung, mit Sebastian zum Beispiel. Der spricht halt eher diese Porsche-Fahrer an, ja, und kauft dir eine Rolex und wir ballern jetzt
jetzt dein Unternehmen in 2 Jahren hin zum Exit. Und wir haben halt so diese Love-Brands, die halt sustainable Unternehmen aufbauen wollen, wovon vielleicht auch die Enkelkinder noch profitieren. Saubere Familienunternehmen halt an der Stelle. Also sind unterschiedliche Botschaften für unterschiedliche Audiences und es gibt auch ein Muster bei uns und das ist, wenn die Brands ihre Geheimnisse teilen bei uns. Also eine unserer größeren Fashion-Brands teilen zum Beispiel alles mit den kleineren und obwohl die in derselben Audience sind. Ja, die haben auch eine Brand, die stand ganz kurz wirklich vor dem Exodus, so kurz vor der Liquiditätsthematik, sagen wir es mal so. Und die haben dann einfach ihre Insights geteilt, obwohl das wirklich nahezu dasselbe Vertical ist. So. Und die sind aber auch nach wie vor immer noch am erfolgreichsten. Krass. Also dieses Thema Share the Secrets und gib das raus und teil das, was du tust und lernst mit deinen Mitmenschen, ist genau wieder dieses Input-Output-Prinzip. Ja? So, du kriegst das immer zurück. So, ich weiß nicht, was das für eine spirituelle Voodoo-Thematik ist. Ja. Karma ist das wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas existiert auf unserem Planeten definitiv. Ja, und deswegen sage ich immer, hey, Leute, macht euch keinen Kopf, sprecht miteinander, tauscht euch aus, so, da ist genug Platz im Markt. Das stimmt. Ne? Krass, okay. Also ich muss schon sagen, ich glaube, ich muss dich definitiv nochmal zum Podcast einladen. Ich lerne heute schon einiges. Das gefällt mir sehr gut. Vor allem, ich hoffe, ich kann dir natürlich dann auch einen Wert liefern durch den Podcast, im Marketing etc. Da siehst du wieder, geben und nehmen, das passt wieder perfekt. Danke dir. Ja, optimal. Krass, okay. Ja, okay. Was ich ziemlich cool fand, ich habe gestern erst herausgefunden, dass du ein Redner bist. Wie bist du dazu gekommen? Boah, hat sich da einfach mal jemand angeschrieben und so gesagt, hey, hast Bock zu reden, oder? Ehrlich gesagt, ja. Also das erste Mal Speaking war, glaube ich, erst letztes Jahr. Also wir haben uns immer so ein bisschen hinter den Kulissen versteckt und haben halt Sales gemacht und auch viel Outbound und so und haben uns die Brands irgendwie gesucht, so auf die wir Bock hatten. Ja. Und dann irgendwann ist aber der Punkt gekommen und auch im Zuge des Rebrandings auf Icosa, dass ich dann gesagt habe, hey, es wird jetzt schon Zeit, diese Botschaften mal on scale nach außen zu tragen. Und es war auch der Reifegrad unseres Unternehmens da, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr auf die Marketing-Tube drücken. Und dann kam das erste Mal der Samu Hess über den Calvin Klein, heißt der, glaube ich, auch eine Shopify-Agentur. Und da war ich in Hamburg mit Marc Meininger von Schema M zusammen. Ist auch eine sehr gute Paid-Social-Agentur. Genau, da war das erste. Und dann ging das dann irgendwie so los. Also dann wurde ich da zu dem Tracify Summit eingeladen. Dann war ich jetzt letztes Jahr auf der Monova, habe da beim D2C Radar Internet World gesprochen. Das ist von der W&V und dem Ebner Media Group. Dann habe ich auf meinem eigenen Event gesprochen. Also es ist dann irgendwie so losgegangen. Aber ich habe mich jetzt nicht proaktiv drum gekümmert, dass ich Speakings habe. Und es ist auch, also muss man dazu sagen, erst in einem späteren Punkt notwendig. Ich würde auch sagen, es ist immer noch nicht zwangsläufig notwendig, dass ich Speaker bin. Ich könnte jetzt auch einfach Ads knallen und das würde trotzdem funktionieren. So. Ja. Also das ist immer so ein bisschen die falsche Perception, wenn man denkt, so nur weil ich auf der Bühne bin, verdiene ich jetzt viel Geld. Also die meisten, die eine Bühne als First Touch Frontend sozusagen haben, das sind zwar Leute, die sind vielleicht bekannt, aber das heißt noch lange nicht, dass die sehr viel Umsatz machen, weil du brauchst trotzdem immer noch Direktmarketing, du brauchst ein Sales-Team, du brauchst ein Produkt, was ein Custom Lifetime Value bringt. So. Also die große Wertschöpfungskette ist wie im E-Commerce auch meistens nicht vorne im Traffic, sondern eher hinten in Conversion Rate, AOV, Unit Economics und der Retention Rate. Ja. Okay, krass. Du hast gerade einmal ganz kurz angesprochen, dass das eben zum Beispiel nicht dein Sinn war, dass du neue Kunden und sowas gewinnst. Wie war das denn bei euch? Wie habt ihr sozusagen mal große Kunden gewonnen? Bist du einfach auf die zugegangen und durch Networking, also wirklich Person to Person, oder war das auch online oder wie kam das? Wir haben Ads geschalten, schon eigentlich relativ früh auf dem Podcast. Würde ich dir auch empfehlen. Okay. Also ist super. Und dann haben wir Outbound Sales aufgebaut. Also wir haben, und das mag ich auch, also wir rufen die Leute an, ehrlich gesagt. So, und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Es gibt natürlich auch bei uns im Outbound-Team Tabish, liebe Grüße, bester Mann, der macht wirklich sehr viel Outbound bei uns jeden Tag, auch sehr viel Ablehnung. Da musst du wirklich Sales drauf haben und leben. Aber wir wissen, dass wir ein verdammt gutes Produkt haben. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir wissen, dass wir das systematisch die Leben der Founder verändern. So, und es gibt einfach viele Menschen, die tragen sich im Internet nicht ein. Die tragen sich auch generell auf Empfehlungen nirgendwo ein. Und wir haben gesagt, hey, es gibt so viel geile Produkte da draußen.
draußen. Ich habe eine Vollzeitmitarbeiterin, die macht nur Lead-Recherche. Wir haben eine Liste bei uns aus 6.500 D2C-Brands, die hat die jetzt über 1,5 Jahre recherchiert. Krass. Und wir haben eine Vollzeitperson, die geht diese Brands an, weil wir sagen, hey, wir haben Lust, mit euch zu arbeiten. So, und wenn das Produkt und die Margenstruktur passt, ist es meistens nur noch der Founder dahinter, der die richtige Persönlichkeit mitbringen muss. Und wenn diese 2 Sachen stimmen, dann ist es halt super. Und es gibt mit einer statistischen Sicherheit einfach echt coole Brands, die man einfach nur kontaktieren muss. Und das machen wir since day one. Und krass, da haben wir echt viele coole Brands und das werden wir jetzt auch noch weiter auf- und ausbauen. Ich arbeite gerade an einem riesengroßen Buch, welches wir verschicken wollen. Das ist 240 Seiten mit all unseren Learnings, zumindest auf der Metaebene, vielen auch wirklich starken SOPs, dass wir ja diese Knowledge einfach mal sharen und dass wir rausgehen und sagen, hey, hier, pass mal auf, du findest uns jetzt vielleicht nicht cool und wir haben dich jetzt angerufen, wie vielleicht 15 andere auch, ja. Aber hier ist nochmal so ein Content-Piece, das kannst du dir anschauen. Dann hast du schon mal einen neuen Blick auf deine Welt und vielleicht die ein oder andere Thematik, wo du 100.000, 200.000 Euro mehr Umsatz machst im Jahr und wenn das geklappt hat, dann melde dich gerne nochmal. Okay, krass. Also so Lead-Magneten-mäßig im Sinne von, ich gebe dir zuerst einen Wert und bekomme dann vielleicht was zurück davon. Eher Demand Generation. Also Lead Generation ist ja insofern jetzt bisschen tot. Also niemand will sich für ein White Paper antragen und dann von irgendeinem Sales-Dude angerufen werden. So, genauso ist das bei uns auch. Ne? Nichtsdestotrotz, wir gehen halt rein und wir machen dann eher so Prospecting-Calls. Wir fragen, hey, hast du Lust, diese Prozesse zu bekommen? Willst du das von uns haben? Und wenn die Person sagt, ja, ne, ich will von 200 anderen Brands einfach, die den Weg schon gegangen sind, genau das, was ich zu tun habe, die exakten Prozesse, dann schicken wir das denen halt und dann können die sich selbst entscheiden. So, ne? Aber das ist wie Ads schalten, nur in Mensch zu Mensch. Okay, so. Ist das dann mehr oder weniger auch Kaltakquise sozusagen? Ja, genau. Okay. Also das ist einfach Outbound Sales, ist Kaltakquise in der Form, aber halt gut. Es gibt Kaltakquise, wo du sagst, hey, du rufst an und gehst einer Person wirklich systematisch auf den Senkel. So, oder es gibt Outbound, wo du sagst, hey, wir haben wirklich Lust, mit euch zu arbeiten und wir können euch wirklich was reingeben. Und das ist dir überlassen, ob du das magst oder nicht. Ne? Es gibt auch wirklich Leute, die sagen systematisch, nein, lass mich in Ruhe. Ja. Aber Sales ist für uns in unserer Welt eine sehr wichtige Verantwortung und der kommen wir gerne nach. Und genau, das ist es. Also Outbound, LinkedIn, riesengroßes Thema, Ads schalten, YouTube-Videos jede Woche und wie gesagt Podcast. Also es ist so, unsere B2B-Journey ist schon sehr komplex und die kannst du auch nicht tracken so richtig. Also es ist, da passiert schon viel. Krass. Ich bin noch beeindruckt, wie du zu diesem Punkt gekommen bist, so, weil ich kenne es jetzt, ich bin gerade am Anfang von dieser Reise und es gibt ja immer was zu tun, du hast immer Arbeit, es endet einfach nicht, gerade wenn du sagst Content Creation, Sales, dann Management, Kundenakquise und was auch immer. War das auch schon immer so bei dir, dass du sozusagen auch die ersten 3 Jahre gesagt hast, okay, ich arbeite jetzt so viel, versuche so viel wie möglich rauszuhauen? Und ist das dann später erst sozusagen in in dein Team geflossen oder wie war das? Voll, also absolut. Also am Anfang ist aber wirklich eher Sales-Fokus. Also generell auch in einer E-Com-Brand ist es ja so, ne? Das Allerwichtigste ist, Geld zu verdienen. Ja, klar. Ich muss jetzt nicht 5-mal die Woche ein Reel posten, ne? Um Geld zu verdienen erstmal. Ne? Also sage ich auch immer, gerade wenn man jetzt anfängt, du musst jetzt keine Content-Maschine gleich am Anfang werden. So, das Wichtige ist, dass du einen funktionierenden Channel hast. Bei mir war das damals auch ein Podcast, und da habe ich ein bisschen Ads draufgeknallt und dann hatten wir Calls und dann geht es darum, die Menschen zu unterstützen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, hey, unser Produkt ist wirklich geeignet. Und auch wirklich, und das ist jetzt, da trennt sich die Spreu vom Weizen ganz oft, wirklich zu sagen, hey, das ist wirklich ein Kunde, der zu uns passt. Ja, als Agentur zum Beispiel, mein bester Freund ist von Yojaba, ne? Größte B2B SaaS Performance Marketing Agentur, die sind jetzt auf 50 Leute in 3 Jahren hochgewachsen, also wirklich super, mega Kultur auch. Da ist das Allerwichtigste die Kundenauswahl. Also du kannst das alles machen, aber den richtigen Kunden auszuwählen ist eigentlich das, was die Relevanz ist. Also die Wichtigkeit des Vorgesprächs viel mehr als zu verkaufen. Das ist eigentlich Sales im Kern. Okay, ne? Worauf achtet man da am meisten? Also bei uns ist es
wir haben einen sogenannten Goldstandard insofern, den gilt es einzuhalten. Und der ist, dass die Person erstmal menschlich zu uns passt, dass die Unit Economics stimmen, dass sie Zeit hat, dass sie das Problem hat, dass das Geld da ist. Das ist eine wichtige Thematik. Also gewisse Liquidität brauchst du im E-Commerce einfach, gar keine Frage. Und ja, wenn das alles eingehalten wird sozusagen und die Situation passt, dann kommt dann meistens erst wirklich die sehr spezifische, individuelle Beratung, wo wir reingehen und sagen, hey, das ist jetzt die Roadmap, so sieht das aus. Und wie gesagt, das Vorgespräch ist bei uns viel, viel wichtiger als das faktische Verkaufen dann ne, oder Beraten insofern. Und das ist, je erwachsener dein Unternehmen wird, je mehr merkst du, dass das am Anfang nimmt man so alles auf, was geht, ja, aber das ist ein Riesenfehler, also sich wirklich im Klaren darüber zu sein, vor allem jetzt für dich als Agentur, wer ist ein guter Kunde für mich, in welcher Situation, ne? Ich kann es dir ganz genau sagen, das sind Brands zwischen 100 bis 500.000 Monatsumsatz. So, das sind die idealen Agenturkunden für Paid Social Dienstleistungen, so, weil die haben ihre Basics gefixt, ja, kommen dann in den Bereich, wo HR und Recruiting losgeht, dann haben die viel intern die Themen, nochmal ein bisschen den zweiten Push-Marketing-Kanal aufbauen, eigenständig, ja, da bist du ein Brandbeschleuniger und nicht etwas, was einen Brand entfacht. Und nach diesen 500.000 geht das dann meistens wieder in-house, weil es dann effizienter läuft und Multichannel etc. damit ausgesteuert wird. So. Und das muss man wissen. Und das dauert meistens erstmal, bis man den idealen Kunden, so sein ICP irgendwie entdeckt hat. Ne? Und das ist wie das da bei uns läuft. Okay, ja, für mich war in den ersten paar Jahren die Schwierigkeit eher an diese Kunden ranzukommen. Gerade wenn du auf dem Dorf wohnst oder sowas, dann musst du das halt irgendwie online machen oder einfach per Telefon zum Beispiel. So den Ansatz habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht, wie es ihr gemacht habt. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Da muss ich mir nochmal einiges aufschreiben. Ja, ich kann dir da ja im Nachgang noch ein paar Tipps geben. Ja, oh, das wäre optimal. Ja, nee, also ich ganz ehrlich, dicken Respekt dafür, dass du die ganzen Informationen so raushaust, weil das ist wirklich null selbstverständlich, machen super wenig Leute. Ja. Und wie wir vorher besprochen haben, das ist pures Karma. Also ich denke mir jetzt gerade schon so, okay, Nico, in Zukunft, wenn ich irgendwann mal was habe, dann komme ich zu dir und sag, hey, du hast mir damals geholfen, vor 3 Jahren oder 10 Jahren oder was auch immer. Und das ist das Ding. Ich kann auch sagen, also ich habe jetzt die letzten Jahre 250.000 in meine Fortbildung investiert. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich so schnell Zugriff auf diese Informationen bekommen habe. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt hier und ich gebe dir das natürlich liebend gerne mit. Aber wenn du wirklich nicht nur die Informationen, sondern auch die Implementation haben möchtest und das auch zügig und ohne zu viel auf die Schnauze zu fallen, ist das Wertvollste, was man machen kann, Geld zu investieren in Leute, die dich dabei unterstützen, das zu implementieren. Also das war ein riesen Gamechanger bei uns. Ja. Okay, wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das gemacht? Ich habe mir immer die Besten im Markt gesucht. Ich habe die angeschrieben. Ich habe denen gesagt, ich würde dir gerne Geld geben dafür, dass du mich unterstützt. Okay. Ja, das ist jetzt im Leadership- und Management-Thema auch wieder so. Also von meinem besten Freund hier, Tim, sein Vater, der hat 20 Jahre Leadership und Management gemacht. Der macht die ganze Kultur bei Yojaba. Die haben das wirklich extrem stark aufgebaut. Und der unterstützt mich jetzt auch, bei uns Management zu etablieren. Und da geht es nicht nur um ein paar Euros, sondern das ist wirklich, also das sind große Summen, die da fließen, einfach dafür, dass ich da Support bekomme, weil die Opportunitätskosten, das alles alleine herauszufinden, die sind immens. Ja, absolut. Gerade vor allem, wenn du jung bist und sowas, da ist, also ich sag meistens gar nicht, dass du irgendwie groß Geld in was auch immer investieren sollst, in Autos oder sowas, ist ja sowieso dumm. Aber generell, wenn du einfach das Geld reinvestierst in dich, in deine Learnings, weil man sagt ja zum Beispiel auch so, okay, wenn du 100.000 im Jahr verdienst, dann zahlst du 900.000 Euro im Jahr dafür, dass du keine Millionen verdienst. Das ist zum Beispiel so diese ganze Sache. Und wenn du das halt nicht machst oder realisierst, dann hast du halt einfach selber verkackt. So. Deswegen. Ja, und es gibt immer so eine gewisse Dead Zone. Also meine Freundin zum Beispiel, der habe ich jetzt ein bisschen auf die Sprünge geholfen, weil die war bei Fischer Appelt angestellt und war halt Agenturhäschen so in etwa und hat wirklich nicht so viel verdient. Und die hat ein super Talent für Copywriting. Die verdient jetzt echt gut Geld, macht auch LinkedIn sehr, sehr viel und so weiter und so fort, hält das aber in einem kleinen Rahmen. Aber wenn du jetzt von 100.000 oder 150.000, was du als Selbstständiger noch ganz gut hinkriegst, also das ist relativ stressfrei gemacht, wenn man versteht wie, aber auf 1 Million willst,
dann ist das schon nochmal richtig reinhauen. Und von der ersten Million dann auf 2, 3 Millionen oder 4 mit einem Management, das ist dann auch nochmal so eine Stufe. Und Ja, das ist einfach, also da muss man einfach reinhauen. Da muss man lernen, das ist schon dann nochmal der Hustle-Mode, ja? Also den man dann in den jeweiligen Etappen hat. So. Und das muss man gerne mögen, ja. Okay, du kommst aus München. Du warst schon immer in München, oder wie war das? Fürstenfeldbruck. Ah, okay. Ja, also ein bisschen hier im Münchner Westen bin ich aufgewachsen. Okay. Ja. Krass, okay. Also, ja, ist schon ein ganzes Leben lang. Ja. Ah, okay. Ja, das ist natürlich geil. Das beneide ich. Also, Stadtleben ist schon ziemlich geil. Ja, gut, Fürstenfeldbruck ist auch 35.000 Menschen oder so. Es ist Ja, jetzt, wenn du da. Auch wesentlich mehr als bei mir ist, zum Beispiel. Das ist genauso diese Grenze aufs Land. Also, ich bin da auch so privilegiert noch so auf dem Land so ein bisschen aufgewachsen und bin da mit dem Fahrrad immer rum. Und München war dann immer nur so, okay, Daytrip und dann wieder raus. Ah, okay. Also, ich kenne das Stadtleben jetzt auch erst seit 5 Jahren. Okay. Krass, okay, sehr cool. Wie bist du damals auf LinkedIn gekommen? Das war richtig lustig mit meinem Podcast. Ja. Habe ich den Jakob Gerzen damals angeschrieben, der jetzt Mitgesellschafter bei Skinbro auch ist und einer meiner besten E-Com-Buddies eigentlich. Also Jakob Westermann, einer der stärksten CRM- und E-Mail-Marketer. Der macht auch jetzt in Deutschland halt Snox, Athletic Greens und so, baut die Klaviyo Flows und die Datenanalyse. Und mit dem habe ich mein erstes Podcast-Interview gemacht und den habe ich auf LinkedIn angeschrieben. Sehr cool. Und dadurch ging echt viel los. Also LinkedIn auch super, ne? Sich da so ein bisschen das Netzwerk aufzubauen. Das war schon auch nochmal ein Thema auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwann das war so Ende 2021, war ich auf einer Mastermind von der Sarah Emmerich und dem Benjamin Diedering. Und da habe ich auch Tim kennengelernt. Und die haben gesagt, Nico, poste mal jede Woche auf LinkedIn. So, und dann Wann war das? Welches Jahr? 2021, Ende 2021, genau. Und dann habe ich da so ein bisschen angefangen zu posten und das hat ganz gut funktioniert. Also das ist jetzt nicht so die Lead-Maschine auch, also es kommt schon ein bisschen was drüber, aber vielleicht, keine Ahnung, 1, 2 Kunden im Monat maximal. Also es ist jetzt nicht die Supermaschine, aber es ist halt cool für Netzwerk und Austauschen und irgendwie Personal Branding. Das ist halt toll, ja. Ja, das stimmt. Aber gerade bei kleinen Kunden ist zum Beispiel bei mir am Anfang super gut gewesen. Also ich habe fast alle meine Kunden durch LinkedIn zum Beispiel gewonnen damals. Auch heutzutage noch, einfach weil ich meine, ich habe 2018, glaube ich, angefangen mit LinkedIn. Und damals war es halt nochmal wesentlich krasser. Ist ganz normal wie bei Facebook und sowas auch. Je früher, desto besser. Deswegen, okay, krass, dass das bei dir auch noch so gut funktioniert hat letztendlich. Aber ja, nicht schlecht, hey. Ich bin schon sehr beeindruckt von dir, muss ich sagen. Gefällt mir mega gut, hey. Danke. Wie ist das so, wenn Angestellte von dir älter sind als du? Hatten wir bis jetzt erst einmal. Ja? Ja, wir sind ein relativ junges Team. Okay. Aber also das letzte Mal war es jetzt so, und das ist auch immer noch nach wie vor so, dass das schon sehr cool ist, weil gerade wenn es jetzt jemand ist, der aus seinem Leben was gemacht hat, dann sind diese Menschen ganz oft ja schon so ein bisschen durch diesen Prozess mit das eigene Ego besser kennenlernen, inneres Kind etc., so ein bisschen diese Wunden, die man so aus der Kindheit mitnimmt, ganz oft auflösen, sich im Klaren, also im Idealfall. Und da kann man super viel lernen, also als junge Person, wenn man noch sehr, ich sag mal, ego-getrieben ist und alles noch so ein bisschen aus einem Mangel heraus macht. Da sind dann die Menschen, die ein bisschen älter sind und die Erfahrung haben, natürlich super wertvoll im Austausch. Und gehen wir dann die Skills und die Prozesse und irgendwie die Learnings und das New-Commerce-Thema irgendwie mitbringen. Also das war jetzt so die Erkenntnis, die wir gesammelt haben. Aber gibt es natürlich auch ganz anders, dass man sagt, hey, das ist einfach jetzt eine sehr seniorige Person, die hat einen mega Skill. Ja, die hat einfach Lust, da irgendwie zu arbeiten, ist sonst einfach in ihrer Rolle da perfekt aufgehoben und passt auch perfekt. Aber also ich mache da gar keine großen Differences, wenn jetzt jemand kommt und der passt, dann ist mir das Alter eigentlich faktisch egal. So. Absolut. Ja, solange die Performance stimmt, dann passt ja alles. Ja, genau. Okay, krass. Was würdest du sagen, sind so die 3 besten Skills, die ein Unternehmer haben kann? Boah, ich würde sagen, das Allerwichtigste ist irgendwie so eine gewisse Beharrlichkeit. Also, dass du wirklich hingehen kannst und du hast mit steigendem Reifegrad deiner Persönlichkeit
innerhalb eines Unternehmens so gewisse Stufen und Phasen die ganze Zeit. Also wenn man sich jetzt mal, da gibt es ein super Buch, das nennt sich Scale Up, by the way, da sieht man, wie viel Prozent aller Unternehmen die erste Million schaffen. Das sind ja nur 10%. Ja? Auch Stand jetzt machen nur 10% aller Unternehmen in Deutschland über 1 Million Euro Umsatz. Also muss man mal auch überlegen, allein an der Stelle, wie viel Informationen da draußen sind von Leuten, die faktisch kein Geld verdienen. Ja. So ist crazy. Ja? So, und dann geht bis auf 10 Millionen sind es nur noch 0,4% aller Brands. So, und diese Stufen, ne, die sind mit einer ziemlich statistischen Sicherheit mit Höhen und Tiefen verbunden im Cashflow. Ist ganz normal, ganz normales Phänomen. Und parallel dazu auch immer natürlich die eigene mentale Verfassung. So, und da kannst du nur durch diese Täler kommst du nur durch, wenn du eine gewisse Beharrlichkeit hast. Dass in Phasen, wo es mal ein bisschen zur Sache geht, und wo du reinhauen musst und wo du denkst, alles geht den Bach runter, trotzdem aufstehst und sagst, heute ist ein neuer Tag. Ich kann heute wieder von vorne anfangen und ich kann Day One heute wieder alles geben sozusagen. Und das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Also ganz viele, die ich kennenlernen durfte, die es nicht geschafft haben, haben ihr Auge immer auf, ich möchte morgen im Idealfall schon 10.000 Euro auf meinem Konto haben. Ich will nächstes Jahr reich sein. Ich will dies, ich will das, ich will jenes. Das ist immer eine Symptombehandlung meistens von Menschen, die, da brodelt noch das Ego. Ja, da ist das noch, dann gibt es bestimmt auch viele, die hören hier zu und denken sich, aber ich will doch reich sein. Ja, mach das ruhig. Trotzdem brauchst du die Beharrlichkeit, langfristig durch diese Themen durchzugehen und die Reise und den gegenwärtigen Moment zu enjoyen. So, das ist, glaube ich, Nummer 1. Nummer 2 ist, gute Frage eigentlich, aber ich würde jetzt mal sagen, dieser Wille, nicht aufzuhören zu lernen und Produkt in den Vordergrund, glaube ich, deiner Wertschöpfungskette zu stellen. Also ich sage immer, Product ist der größte Marketing-Hack, den du haben kannst. Ja, also wenn du ein geiles Produkt mit einem geilen Product-Market-Fit hast und du weißt, du löst die Probleme der Menschen da draußen, dann wird halt alles sehr viel einfacher. Deswegen, ich lege sehr viel Zeit und ich hätte auch viel mehr Zeit in Sales noch legen können und wir hätten viel mehr Umsatz machen können wahrscheinlich, aber ich konnte das immer nicht, weil ich mir gedacht habe, ich muss das Produkt noch ein bisschen besser bauen kontinuierlich und erst dann habe ich wieder Sales vorne Druck drauf gegeben. So. Ist das jetzt auf deine eigene Agentur bezogen? Okay. Also ich habe gelernt, ich habe sehr, sehr starkes Interesse daran entwickelt, sozusagen dieses Wissen einzukaufen, um mein Produkt besser zu machen. So, das war so die zweite große Komponente. Ich kann nur aus meiner Erfahrung jetzt so ein bisschen und das, was ich in den Brands sehe. Und der dritte Punkt ist, also ich denke einfach so ein bisschen das Ende im Blick behalten. Also wenn du anfängst, Unternehmer zu sein oder Unternehmerin, dass du nie vergisst, so was ist denn eigentlich so das Target, wohin du dich bewegst. Das ist ein bisschen sonst wie als würdest du mit Pfeil und Bogen irgendwo hinschießen, aber du hast keine Zielscheibe so richtig. Und du erhoffst dir trotzdem von dem Schuss irgendwas. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und ganz oft, gerade wenn du dann in Jahr 2 und 3 kommst und du kommst auch mal an so einen Punkt der Gemütlichkeit, oder du hast dann die ersten 1, 2, 3 Millionen. Das eine ist, das Business aufzubauen, das andere ist, es zu containen und zu halten an der Stelle. Das ist nochmal die viel schwierigere Komponente eigentlich an der Stelle. Und da dann nicht in die Gemütlichkeit reinzurutschen und zu sagen, ja, passt jetzt, ist in Ordnung, ganz gefährlich. Das heißt, Ende im Blick behalten und kontinuierlich trotzdem die Ziele ein Stück weit höher stecken, ist nochmal das andere, weil das bildet so grundlegend die Basis für sauber agieren und dich in die richtige Richtung bewegen. So, wenn das verwässert dein Selbstbild. Wenn dein Selbstbild verwässert, dann bewegst du dich irgendwie in die falsche Richtung. So. Also diese 3 Themen, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus jetzt persönlich gesprochen, waren so die wichtigsten. Krass, mega gut, okay. Ja. Was war dann für dich als Unternehmer die größte Herausforderung? Also ganz ehrlich, die Arbeit an mir selbst. Ja. Voll. Also bin ich auch immer noch dran. Ist ein never-ending Story. Also ganz wichtig so. Und das ist auch, ich kann 2 Menschen bei uns in der nahezu identischen Situation, die haben beide eine Fashion-Brand, machen beide 1 Million Euro Jahresumsatz, haben beide 2, 3 Mitarbeiter. Ich kann denen dieselbe Information geben,
Und die eine Person geht auf 10 Millionen Jahresumsatz, die andere geht pleite. So, was ist der Unterschied in dieser Equation? Das ist nur die Art und Weise, wie die Menschen über die Information nachdenken. So, das, was innen drin passiert, deren Selbstbild, wie die agieren und ob sie eher reagieren auf Situationen und Schuldabweisungen und die Verantwortung, ja, die Agentur, die macht das schon, ja, oder praktisch eigenverantwortlich, proaktiv in die Zukunft agieren. So, und das ist eine Arbeit, die darf jeder für sich verrichten. Da gibt es auch dann, wie gesagt, wenn man dann Personalverantwortung hat, super spannende Themen, die sind nochmal extrem viel herausfordernder als Neukundenakquise und ein bisschen Branding und ein bisschen Sales und ein bisschen Product Development und Recruiting und HR und Systeme aufbauen. Das ist dann wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit nochmal. Und das ist für mich persönlich die größte Herausforderung bis jetzt die letzten Jahre gewesen. Ja. Okay, mega cool. Wer war die Person in deinem Leben, die dich am meisten inspiriert hat oder beeinflusst hat? Beeinflussen und inspirieren sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Themen für mich. Okay. Also beeinflusst würde ich sagen mein Vater. Also das war ein riesengroßes Thema. Inspiriert an der Stelle meistens die Menschen, die schon ein Stück weiter waren als ich. Also einer meiner besten Freunde, Tim zum Beispiel, der ist so super positiv. Da ist gar kein Raum für Negativität zum Beispiel. Ja, und auch sein Dad, ja, die im Zweiergespann, super inspirierend. Ja, weil er ist so Marketing- und Product-mäßig ähnlich wie ich, halt wirklich super aufgestellt. Sein Dad kümmert sich um dieses ganze Management-Culture-Thema. Das ist eine richtig geile Kombi an der Stelle. Ne? Das ist aber auch mega cool, mit seinem Dad so zu sein. Ja, ist mega. Das ist echt krass. Also die zwei, die haben da jetzt echt abgeliefert. Mit denen, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich immer sehr inspiriert. Ja. Okay. Safe. Also das ist schon sehr, sehr cool. Und ansonsten alle, wo ich halt Geld ausgegeben habe, um die Informationen zu bekommen, auch immer ein Thema. Und wer mich auch sehr inspiriert, ist mein Team gerade. Also Sabrina, Moritz, Till, Tabish, Martha, Tamara, alle, die dazugehören. Das sind schon echt Menschen, die sind jetzt die letzten 2-3 Jahre bei uns, entwickeln sich langsam in so unfassbar starke Persönlichkeiten, die auch Personalverantwortung wiederum haben. Ne? Es überträgt sich jetzt langsam alles was cool. auf das Team und das ist so geil zu sehen. Also das kickt mich auch jeden Tag irgendwie aufs Neue dann wieder. Ja, das glaube ich. Ja. Krass, okay. Wenn du deinem 18-jährigen Ich was sagen könntest, was wäre das? Chill the fuck out. Ja? Ja, voll. Ich habe mir die ersten 10 oder so 5, 6 Jahre habe ich mir viel zu viel Stress gemacht. Das kommt daher, dass ich aus der Kindheit, das habe ich noch nie öffentlich erzählt, by the way, aber ich habe aus der Kindheit immer sehr stark dieses Gefühl gehabt, ich bin noch nicht gut genug. Ich muss mehr machen, brauche mehr Anerkennung. Ich brauche dies, brauche jenes, brauche alles, ja. Und du machst dir voll den Stress. Also du arbeitest dich gefühlt wirklich bis ans Limit, jeden Tag. Einfach nur, um dieses Gefühl zu bekommen, ich habe jetzt genug geleistet. Ich kriege jetzt die Anerkennung, ich bin jetzt gut. Ne? Aber das ist völliger Schwachsinn. Also ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, so hey, chill, entspann dich, genieß dein Leben. Ich habe es auch genossen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nur gearbeitet habe. Ich war auch viel reisen in der Zeit, wo ich da meine Agentur hatte. Ich habe auch meine 20s wirklich ausgelebt, ja. Aber ich habe mir einen Stress gemacht. So, ne? Und der muss nicht sein. Also ich habe wirklich auch ganz klares Pattern bei unseren Kunden, die am entspanntesten sind. Die sagen, hey, ich habe jetzt hier die Prozesse, ich habe hier die Rahmenbedingungen, den Weg sind vor mir schon 200 andere gegangen. Ich habe hier ein tolles Team, ich habe ein tolles Produkt, die Margenstruktur passt. Und die lassen sich einfach darauf ein. Es ist wie, als hättest du intern so einen Mechanismus, der dich dann schon zu deinem Ziel steuert. Ja? Aber alles so schon so auf Druck dagegen steuern. Ja, ich muss jetzt dies und jenes tun, um erfolgreich zu werden, ne? Ist wie so eine Bremse, die man sich selbst davor legt. Also in der Entspannung und in der Relaxation kommt die Lösung. Da gibt es auch ein mega Buch, das nennt sich Psycho-Cybernetics von Maxwell Waltz. Ja. Genau. Ganz, ganz starke Empfehlung. Das steht, glaube ich, sogar drauf, das Urvater der Selbsthilfebücher. Da geht es sehr viel um Selbstbild etc. Das sind schon so die Themen, die ich mir als 18-Jähriger mal in die Hand legen würde, ja. Okay, woher kam dieser Stress? Kam der durch deine Eltern oder hast du den einfach selber gemacht? Aus der Kindheit, definitiv, ja. Also mein Dad war immer ein Mensch, der eher gesagt hat, hey,
du träumst von den Weißwürsten, ne? Der hat, als ich meinen Online-Shop mit 17 gemacht habe, gab es in Fürstenfeldbruck tatsächlich so ein, da gab es einen Zeitungsartikel, da stand drauf, der Herr der frechen Sprüche, weil ich hatte lauter so Statements auf den T-Shirts drauf damals, das ging halt noch, ne? Und da war ein fetter Zeitungsartikel im Fürstenfeldbrucker Tagblatt, so auf Seite 3, wirklich die komplette Seite. Der hat diesen Artikel gesehen und hat gesagt, ja, der träumt doch von den Weißwürsten, der soll was Gescheites machen. Ja, hier in Bayern, so, der hatte einen Handwerksbetrieb, von meinem Opa damals bekommen, so wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Und hat gemeint, ja, mit seinem Brotjob, was meinen die denn damit? Ja, aber ich habe da noch ein bisschen ausgeholfen. Ja. Und das hat mir halt als Kind ganz stark immer das Gefühl gegeben, so, ich bin nicht gut. So, das ist schlecht, was ich tue. Ich muss mehr tun, um besser zu werden, so. Und das ist ein ganz toxisches Verhalten. So entsteht ja auch ganz früh in vielen familiären Bedingungen Narzissmus in der Form. Ne? Und wenn das beide Elternteile machen, ich habe das große Glück, dass meine Mom ein wunderbarer Mensch ist. Also ich habe meiner Mom so viel zu verdanken, weil die hat so einen gesunden Menschenverstand, diese Frau ist unfassbar. Und ich habe auch zum Glück, würde ich sagen, meinen Intellekt von ihr vererbt. Ja. Wenn die nicht da gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel schlimmer geworden. Und ja, das ist so, wo das herkommt. Und das darf man irgendwann rausfinden und auflösen. Ansonsten wirst du faktisch kein erfolgreicher Unternehmer. Das kann ich dir sagen, ja. Das stimmt absolut. Ja, es ist wieder diese Arbeit an sich selbst. Ja. Immer das Gleiche, kommt immer auf das Thema zurück. Jedes Mal. Krass, okay. Wie gehst du mit Leistungsdruck und Verantwortung am besten um? Also Leistungsdruck kompensiere ich insofern, dass ich versuche, eine Routine reinzukriegen und mir jetzt inzwischen, wie gesagt, keinen Stress mehr zu machen, wenn das mal nicht reinpasst in meine Routine und in meine Arbeitszeiten so. Da höre ich lieber auf und gehe Sport machen oder skaten oder was auch immer. Ja. Skater, by the way, okay, das ist ja. Sehr cool. Ja, sehr geil, seit 14 Jahren, ja. Boah, Respekt, krass, okay. Ja, ich mach's erst ich dachte es mir vorher schon. Voll, das kommt wegen diesem Fingerboard-Thema. Ah ja, stimmt, klar, hätte ich mir denken können. Ist total witzig, ich habe es echt so manchmal nach dem Office so, ich bin ja dann immer, also in den Calls und so, ich muss ja gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie mit dem Hoodie und strubbeligen Haaren rumsitze und so, es wäre ein bisschen unseriös so, wenn da jemand kommt, der vertraut mir seine Company an, so, da geht es um mehrere Millionen Euro. Ja. Da kann ich jetzt nicht irgendwie in der Baggy und mit Skateschuhen und einem Hoodie mit Kapuze auf da sitzen und Cap so. Stimmt. Aber es ist schon auch echt oft der Punkt, wo ich dann einfach nach dem Office zum Skatepark fahre und dann sind da die ganzen Skaterboys und dann wird da irgendwie getrunken und die rauchen sich da einen Joint nach dem nächsten rein. Ja. Das ist schon so eine Parallelwelt, die habe ich mitbekommen. Ich kann auch so umstellen sofort, ne? Dann bin ich mit denen so auf einer Ebene. Aber es ist schon echt, sehr, sehr spannend. So, wo war deine Leistungsdruck und Verantwortung. Genau, Leistungsdruck und Verantwortung. Also Leistungsdruck, genau, versuche ich zu kompensieren, indem ich Routine reinkriege. Also ich habe für Content Creation klare Blocks in meinem Kalender. Ich habe für diese Themen und für Kundensupport und Product Development, ich habe für alles Blocks drinnen, wo ich weiß, die liegen jetzt in meiner Verantwortung. Und damit habe ich auch mehr Output, als zu sagen, ich gehe jetzt hin und versuche die ganze Zeit, so viel wie es geht zu tun und springe von einem Task zum nächsten. Das ist völliger Quatsch. Man kann in 8 Stunden Arbeitszeit routiniert viel mehr Output hinkriegen, als in 16 Stunden, in denen ich versuche, die ganze Zeit nur durchzuballern. So, ne? Und ansonsten, Thema Verantwortung, gehe ich so damit um, dass ich Verantwortung einkategorisiere. Also es gibt für mich eine Gesamtverantwortung, eine Ergebnisverantwortung und eine Tätigkeitsverantwortung. So, und im Team gibt es gewisse Rollen in den Ops, die haben nur Tätigkeitsverantwortung, die haben nicht die Verantwortung, ein Department weiterzuentwickeln und das Ergebnis nochmal insofern zu vergrößern. Ja, das Ergebnis ist dann eine gewisse KPI allerhöchstens, die wird eingehalten. In E-Com-Brands zum Beispiel, wenn wir In-House Creative Departments aufbauen, dann gibt es eine gewisse Anzahl an Briefings, eine gewisse Anzahl an Sourcing, eine gewisse Anzahl an Creatives, eine gewisse Anzahl an Iterations, eine gewisse Anzahl an, wie oft gucke ich in den Account rein und packe das in eine Creative Report. So, ne, das kann ich mit 2, 3 Content-Creatern auf Minijob-Basis mit einem Exklusivvertrag und einem Video-Editor mit 2.000 € im Monat kann ich 10, 15 Creatives raushauen. Ja, so, das ist Tätigkeitsverantwortung und der Creative Strategist hat die Ergebnisverantwortung, also der guckt wirklich, dass das große Ganze funktioniert, das ist dann schon Teamlead. So, ne? Und auch wenn neue Dinge praktisch aufgebaut werden, ist die Ergebnisverantwortung auch insofern da, dass ich sage zum Beispiel, als der die Gesamtverantwortung hat, hey,
du hast jetzt die Verantwortung dafür, das aufzubauen, so und so stelle ich mir das vor, gib gerne deinen Input mit rein, so und so soll dann sozusagen bei uns im Fließband das funktionieren, ja. Und dann kann man das auch mal delegieren. Ja? So, aber, und das ist jetzt das Wichtige, es gibt immer eine Gesamtverantwortung und die liegt als alleiniger Founder und Geschäftsführer letztlich bei mir. Und das ist das, wenn irgendwas schief läuft, dann ist es in der Regel auf meinem Mist gewachsen. Ich würde in einer ganz wenigen Situation, außer es ist jetzt ein Mitarbeiter, der wirklich einen großen Fehler macht, ja, wo ich sage, es wurde kommuniziert, es gibt eine klare Vorgabe, es gibt eine Tätigkeitsverantwortung etc. Ne? Und es ist ein Anwenderfehler insofern, dann kann man sagen, okay, es läuft nicht. Ne? Aber in 95% der Fälle hast du als Geschäftsführer selbst die Verantwortung, die Dinge selbst einmal gemeistert zu haben, aufgesetzt zu haben, die grundlegende Idee geschaffen zu haben, es sauber zu kommunizieren und das kann dir niemand abnehmen. Kein Mitarbeiter, keine Agentur, kein gar nichts und alle, die das zu früh versuchen zu delegieren und sagen, ja, du machst das schon, ja, guck mal, schaust mal, wo du bleibst, ja, und wenn nicht, dann mache ich die Person fertig dafür, dass sie es nicht geschafft hat, die sind langfristig nicht so erfolgreich geworden. Also unsere meisten Founder, die haben die Disziplin und die Beharrlichkeit gehabt, eigenständig die Dinge durchzuziehen, zu systematisieren in einer Form und zu verstehen als Ganzes. Ne? Weil du als Founder oder auf Geschäftsführungsebene der Einzige bist, der in so einem Unternehmen, gerade wenn es wächst, das große Verständnis für Zusammenhänge in jedem einzelnen Department hast. So. Und das ist, wie ich Verantwortung betrachte. Krass, okay, ja, da habe ich mich gerade leider schon wiedererkannt bei der schlechten Sache. Aber gut, dass du es jetzt sagst. Jetzt, habe es davor mehr oder weniger schon sozusagen eingesehen, aber du hast es gerade nochmal perfekt auf den Punkt getroffen. Bist du da mal richtig auf die Fresse gefallen, was das Thema angeht? Voll, also ich habe ganz lange mir schwer getan, überhaupt zu delegieren. Ja. Das kam jetzt erst tatsächlich in den letzten 1,5 Jahren. Ja, aber jetzt geht das richtig gut. Also wir haben bei uns tatsächlich in der Company, ich habe mir selber wie so eine Art Entscheidungsbaum gemacht. Ist die Tätigkeit umsatzwirksam oder nicht? Ne? Alles, was nicht umsatzwirksam ist, kann ich sofort eigentlich delegieren. Komplett. Gebe ich die Verantwortung komplett ab. Ne? Wenn es umsatzwirksam ist, dann gibt es immer noch mal so einen zweiten Entscheidungsbaum, so welche Auswirkungen hat das etc. Weil sonst läufst du ein bisschen Gefahr, dass wenn jetzt eine Person zum Beispiel vorne im Marketing was ändert, dann wirkt sich das auf Sales aus. Wenn im Sales was geändert wird, dann wirkt sich das auf Fulfillment aus. Wie so ein, das geht so durch die ganze Company dann durch und du merkst es erst 2 Monate später. So, das heißt, da gibt es so ein bisschen Entscheidungsbäume, aber das ist jetzt da und damals also so im Aufbau, so bis zu den ersten 10 Personen, da, wie gesagt, war es noch so ein bisschen so, ich muss überall rein und raus und ich kann es nicht delegieren und jeder gibt mir bitte Bescheid, bevor irgendwas passiert. So, das wird jetzt langsam weniger. Okay. Und jetzt shiftet sich so ein bisschen auf Team und es gibt auch Leute inzwischen schon im Team, die sind viel besser in gewissen Dingen als ich. So, und das ist auch gut. Und da bin ich auch sehr froh, dass es sich da rein entwickelt. Wie bist du so gut vor der Kamera geworden, beziehungsweise vom Reden? Ich muss sagen, du kannst super gut reden, was das ganze Thema angeht. Hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass du lange einen Podcast hattest, viel auf YouTube gemacht hast. Ja, ich blabbel auch einfach gern und viel. Also, keine Ahnung, ja. Ich bin einfach, ich rede einfach gerne. Ich muss sagen, ich bin da selber mal gar nicht so zufrieden. Also, ich wurde schon mehrfach darauf angesprochen. Ich sage immer zum Beispiel machen statt machen. Ja, das ist immer so, also so rhetorisch kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Okay. Und jetzt vorhin zum Beispiel, als wir über Skaten gesprochen haben, da kommt dann bei mir schon immer wieder, da kommt so ein bisschen dieser, Digga, nicht? So, kommt so raus, ja. Also es ist schon so mit Höhen und Tiefen immer verbunden, aber nee, also ich habe, glaube ich, einfach sehr viel geredet. Mein Beruf ist Reden. Ja. Ich rede den ganzen Tag. Meine Aufgabe ist es zu kommunizieren, aber ich bin noch lange nicht gefühlt an dem Level der präzisen Kommunikation, die ich mir wünsche. Also ich habe ganz oft noch so Sender-Empfänger-Themen, weil mein Kopf, da ist viel los. Das merkt man auch manchmal, springe ich vielleicht so leicht in den Themen. Ne? Also ich würde das jetzt noch lange nicht als ideal bezeichnen, aber danke trotzdem. Ja, ideal ist es ja wahrscheinlich nie, aber trotzdem, es ist schon mal wesentlich besser als bei mir zum Beispiel. An dem Punkt muss ich noch kommen. Ach, du hast auch 6 Jahre Vorsprung, muss man dazu sagen. Ja, aber du machst das super, also super locker. Das freut mich. Deswegen mache ich zum Beispiel auch den Podcast, eben einfach um dieses ganze Thema zu lernen, zu üben. Ja. Das ist eben der Sinn hinter der ganzen Sache. Also Podcast hat sowieso fast nur Vorteile. Nee, super authentisch. Also finde die Themen auch cool, die du hier ansprichst. Das
sehr entspannte Atmosphäre. Ja, das freut mich, weil genau das ist auch das Ziel, weil ganz ehrlich, ich möchte einfach nur die Leute kennenlernen, bisschen networken und sowas, vor allem auf einer persönlichen Ebene. Das ist auch geil. Aktuell ist es noch so ein bisschen mehr interviewmäßig, weil ich eben tatsächlich Fragen habe, die ich wirklich stellen möchte, weil ich selber einfach lernen möchte. Ja. Aber es soll mehr zur ganz normalen Konversation kommen, wo man einfach drauf loslabert und was auch immer, weil da kommt meistens der beste Scheiß sozusagen raus. Ja, Deswegen. ist cool. Ja, das freut mich, okay. Mega, ich habe jetzt fast schon alles angesprochen, das ich bisher hatte. Deswegen, hey, mich hat's mega, mega gefreut. War richtig, richtig cool. Hast du jetzt zufälligerweise noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nochmal Werbung machen. So berühmte letzte Worte meinst du? Ja, genau. Nee, tatsächlich nicht. Also das Einzige, was ich sagen kann, und da kommt jetzt dann richtig, richtig, richtig geiler Content bei uns auf der Website. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Arbeiten dran, aber wir werden jetzt dann langsam aber sicher diese ganzen Themen veröffentlichen. Also es kommt sehr viel spannende Ressourcen mit den ganzen Ideen und Gedanken und Learnings aus 200 Brands, die stellen wir dann kostenlos zur Verfügung. Kostenlos? Dieses Buch meinst du? Genau, oder? Ach, also krass, das werden, wenn es formatiert ist, wahrscheinlich so 240 Seiten, wirklich ziemlich rough Data Analysis, Learnings auf der Meta-Ebene, lauter solche Themen und auch wirklich Prozesse, also die ganzen Kampagnenstrukturen, Klaviyo Flows, CRO-Thematiken, Kundenverständnis, alles raus, so wie wir grundlegend vorgehen. Ist natürlich bei uns intern nochmal viel, viel mehr, also gerade wenn es dann Richtung 8 Figures und so geht, aber das wird auf jeden Fall cool, da freue ich mich total drauf und ansonsten, wenn Fragen da sind, gerne auf LinkedIn anschreiben oder whatever, ich bin da immer super offen dafür, also gar kein Stress, Haut da auf jeden Fall auf die Website so einen Spenden-Button drauf bei dem kostenlosen Buch, weil ich hätte sofort dafür gezahlt, deswegen. Ja, ich schicke dir die digitale Variante dann mal, wenn es fertig konzipiert ist. Ja, mega, da freue ich mich sehr drauf, da kann ich bestimmt nochmal einiges lernen. Yes. Awesome, mega, Dankeschön und ich freue mich wirklich schon aufs nächste Mal. Das wird nicht das letzte Mal sein. Gerne, gib Bescheid, dann komme ich wieder. Mache ich auf jeden Fall. Merci dir. Danke und tschüss. Tschüss. Perfekt. Cool. Sehr schön. Dickes Dankeschön geht noch raus an das Werk 1, das mir hier die Möglichkeit gibt, meinen Podcast aufzunehmen. Man kann hier nicht nur das Podcast-Studio mieten, sondern zum Beispiel auch Coworking Spaces sowie Coworking Offices für digitale Startups oder sogar Co-Living Apartments, in denen man 1 bis 6 Monate leben kann. Und es gibt hier ein Café mit dem besten Kaffee in München, in dem man netzwerken und arbeiten kann. Also, wenn ihr Unternehmer seid oder es werden möchtet und aus München kommt, kommt unbedingt mal vorbei oder schaut euch die Webseite auf www.werk1.com an.